Grüßt euch und herzlich willkommen zum 28. Teil zum Bau meiner Spurenanlage. Heute wird's grün und feucht-fröhlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Heute fange ich das Begrasen an und jetzt habe ich hier schon eine Probebegrasung gemacht, weil ich mal einen anderen Begrasungsstil heute ausprobiere. Ich fange heute mal mit einem 4 mm Gras an, aber ansonsten will ich eigentlich gar nicht so großartig drauf eingehen, weil das habe ich schon so oft gezeigt. Das wird ja dann auch irgendwann mal fad. Aber jetzt mache ich mal das Stück hier und dann zeige ich euch das quasi in so Zusammenfassungen wieder. Und dann haben wir den Begraser und dann geht es wieder los, dann wird geschossen. Gut, die erste Schicht Farbe, beziehungsweise die erste Schicht 4 mm Gras Light Green und Medium Green ist aufgetragen. Jetzt ist mir allerdings so ein bisschen das Material ausgegangen. Ich habe jetzt bloß das Bachbett und das Becken so ein bisschen quasi außenrum gemacht, dass ich da schon ein bisschen weitermachen kann. Ich habe es jetzt schon nachbestellt, aber es dauert jetzt ein paar Tage, wie es halt immer ist. Ich hätte ja vorher quasi schon Zeit gehabt, aber naja gut, jetzt ist es wie es ist. Jetzt mache ich währenddessen mal das, alter ich mal mein Gleis, und zwar von hier bis hier hinter noch. Das ist nur ein ganz kleines Stück. Ich weiß nicht, warum ich das nicht beim ersten Mal gleich mitgemacht habe, als ich die anderen Gleise alle gealtert habe. Aber jetzt ist es, wie es ist. Da habe ich eine Rail Match Farbe, ein Sleeper Crime. Und das werde ich jetzt mal auftragen. Jetzt habe ich die Farbe mal gut gemischt. Und jetzt trage ich die hier mal schön auf. Da, wo die Brücke hinkommt, haben wir alle zusammen, beziehungsweise habt ihr ja als Kommentatoren mir gesagt, alle, dass quasi kein Schotter hinkommt. Und daran werde ich mich natürlich halten. Da muss ich dann auch die Seiten machen. Das mache ich bei dem anderen auch, aber hier muss ich es noch ein bisschen sorgfältiger machen. So, gut, dann lasse ich es mal trocknen. Dann geht es weiter mit dem Altern der Gleise. Dazu habe ich die Mutter aller Alterungstechniken quasi. Da habe ich mir ein schwarzes Wash gemacht. Und da streiche ich jetzt die Schwellen mal schön ein. Mal schauen, vielleicht muss ich zweimal machen. Ich muss das ja anpassen an die anderen, an die schon gealterten Schwellen. Gut, und dann wieder trocknen lassen. Alter ich meine Schwellen weiter. Dazu habe ich jetzt einen weißen Pinsel, ziemlich trocken ausgestrichen. Und jetzt geht's los. Ich mache die immer erstmal da längs nach, dass sich die ganzen Erhebungen hier so ein bisschen hervorheben quasi. So, und dann sind meine Schwellen erstmal an den Rest angepasst. Und als letzten Schritt meiner Gleisalterung lackiere ich jetzt noch die Innen- und die Außenseiten von den Schienen und die Kleineisen in Rostfarben. Jetzt habe ich das Gleis oder alle Gleise soweit angemalt. Jetzt ist mir beim Anmalen bloß aufgefallen, dass hier unten quasi unter dem Schienenprofil, wo ist der Finger? Da ist er. So ein Verbindungssteg zwischen den Schwellen ist, dass der Radius erhalten bleibt. Und jetzt werde ich das trocknen lassen und dann werde ich von unten hier zwischen Schiene und Schwelle so ein bisschen Sekundenkleber reinlaufen lassen und dann die Verbinder rausknipsen, dass es auf der Brücke dann so ein bisschen vernünftig ausschaut. So, jetzt habe ich mal die eine Seite hier gemacht. Da kann man jetzt schön durchschauen und auf der anderen Seite sieht man den Unterschied quasi zu vorher. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Nachdem ich die Schwellen gealtert habe, fange ich jetzt an, mein drittes Gleis hier reinzulegen. Und bevor ich quasi die eigentliche Schiene mit Ding versehe, mit Lack oder mit Farbe, habe ich mir gedacht, ich fange jetzt mal hier an. Oh, das ist eine ruhige Hand.
So. So, jetzt habe ich die ersten 5 hingemacht. Jetzt nehme ich mir mal 5 Tröpfchen Sekundenkleber noch und mache das unter die Schiene, unter die eigentliche Schiene. Und dann fixiere ich die da mal. Und so soll es dann ausschauen ungefähr. Über die gesamte Länge. Genau, das jetzt noch auf der anderen Seite die kleinen Eisen und dann mache ich das über die gesamte Länge. So, jetzt habe ich das dritte Gleis soweit eingebaut, reingeklebt. So schaut es jetzt aus. Jetzt muss ich quasi dann hier noch, wo die Stellen frei sind, muss ich es noch in die anderen Gleise reinkleben. Das kann ich aber dann erst machen, wenn ich die Brücke eingesetzt habe, und das kann ich erst machen, wenn ich den Bach eingesetzt habe. Aber so ist der aktuelle Stand. Jetzt gebe ich euch mal einen kurzen Zwischenstand, und zwar habe ich jetzt hier in der Nähe von dem Bachbett zumindest mal, weil hier weiß ich noch nicht so recht, wegen Bäumen und so, das lasse ich mal noch wie es ist, aber zumindest am Bach in der Nähe habe ich jetzt mal mit 7 mm Dark Green hin, und zwar so punktuell, hier oben sieht man es noch so ganz gut, also so wie ich das halt sonst auch immer gemacht habe. Genau. Und ja, das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Weil ich mir denke, in Wassernähe ist das Gras ein bisschen satter, habe ich ein bisschen satteres Grün genommen quasi. Hier, wo das schaut jetzt noch ein bisschen dick aus, hoffe ich zumindest, wo es so Strohfarben ist, da habe ich Strohfarben auch verwendet, weil das dann unter der Brücke ist. Nachdem ich das Ganze abgesaugt habe, schaut es jetzt so aus. Ich fand es am Anfang alles recht unstrukturiert, wie ich das gemacht habe, aber jetzt kriege ich langsam so ein bisschen Struktur rein. Ich mache jetzt erstmal nur die Ränder, und hier muss ich dann nochmal schauen, ob ich noch ein bisschen was wegmachen muss, weil ich ja auch meinen Wald noch habe dann da, beziehungsweise meine Bäume. Das lasse ich jetzt erstmal so, aber dass ich zumindest mal den Rand gemacht habe vom Bachbett, dass ich das Bachbett gießen kann. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Und zwar hatte ich ja erst eine Schicht 4 mm Gras aufgetragen, Light Green. Und darauf habe ich jetzt eine 7 mm Schicht dunkles Grün getupft. Und jetzt mache ich nochmal eine bisschen längere Schicht Light Green. Dazu mache ich jetzt hier mit so einer Spritzflasche, mache ich einfach so tupfen. Und dann wird beschossen. Eigentlich genauso, wie ich es sonst gemacht habe, bloß mit einer Schicht 4 mm Gras vorher. Die light grüne Grasschicht konnte jetzt trocknen. Jetzt nehme ich einen Acrylmattlack und mache so Punkte rein. Und da sprühe ich dann mein Medium Green auf. Da gehe ich aber recht sanft drüber. So. Das soll es schon gewesen sein. Dann habe ich es wieder abgesaugt, und jetzt mache ich das gleiche nochmal mit einer langen Schicht dunklem Grün. So, und dann wieder trocknen. Jetzt habe ich die Ränder abgesaugt, und ihr seht, so schaut es jetzt aus. Und ich habe hier schon mal ein bisschen Totholz im Bachbett platziert. Hier habe ich so einen umgestürzten. Da habe ich mir überlegt, an der Stelle, wo jetzt quasi hier wo der Baum steht, mache ich dann den Angler hin mit dem Baumstamm. Und um den Baumstamm mache ich ein bisschen was von der Rinde. Das ist so ein bisschen abgestorbenes Holz, und ich habe Wurzeln genommen, und ja, das muss ich halt jetzt ein bisschen, ich habe es ein bisschen rein platziert in das Bachbett. Hier am Wasserfall ein bisschen mehr, wo es quasi runter stürzt auch mal und dann sich da sammelt. Genau, und so schaut es jetzt erstmal aus. Ich habe mir auch gedacht, so ein bisschen aber das ist mir zu gleichmäßig, in den Biegungen, wo Steine sind und so, dass sich es da ein bisschen besser sammelt. Das ist gar nicht so leicht. So, und jetzt klebe ich das Ganze fest mit der altbewährten Leimwassermischung. Das Totholz ist jetzt schön getrocknet. Jetzt schnappe ich mir einen Streifen Kreppband und versiegel das Ganze hier mal, dass ich quasi dann das Gießen anfangen kann. Beziehungsweise eigentlich nehme ich 2 Streifen und klebe die untereinander. Überlappend untereinander.
So, und dann nehme ich mir meinen Leim und fülle das hier aus. Das muss jetzt schön aushärten. Und für hier oben mache ich noch einen kleinen Damm. Dann nehme ich mir von meinem Wassergel ein bisschen und schau mal, dass ich hier vorne so ein bisschen, dass es mir nicht runterläuft am Rand. Muss ich schauen, dass ich das ein bisschen dünner dann hinbekomme. Und da kann ich dann theoretisch, hoffe ich zumindest, mit dem Wasserfall anschließen. Und dann lasse ich das durchtrocknen. So, und dann habe ich was gemacht, was normalerweise überhaupt gar nicht meinem Naturell entspricht. Ich habe mit Hilfe meiner 3 Farben, die ich hier habe, das ist einmal Moosgrün, einmal Türkis und einmal Blau, habe ich einen Test gemacht, wie es quasi aussehen könnte oder soll oder wie ich es mir vorstelle. Hier, das ist das ganz Blau, das kommt nicht in Frage, und das ganz Türkis kommt auch nicht in Frage. Grün ist mir zu grün. Ich möchte irgendwas dazwischen, eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung hier gehend. Vielleicht auch noch das, aber das sind auch so ein bisschen Tests gewesen, weil hier habe ich mit einem Tropfen Schwarz noch dazu, weil ich auch so ein bisschen testen wollte, weil ich das Becken von unten quasi in unterschiedlichen Farbschichten aufbauen möchte, um eine Tiefe zu erzeugen. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber ob das dann letzten Endes so funktioniert, wird sich noch zeigen. Und dann habe ich natürlich weiter getestet. Auch für meinen Bachlauf erstmal. Wobei das Hand in Hand geht. Also ich fange jetzt erst mit dem Becken dann an, theoretisch, weil ich ja da dann letzten Endes möchte, dass es rausläuft in das Bachbett rein, so ganz sanft. Und dann verteile ich das von da, und da will ich halt dann die Schichten aufbauen, dass das vom Niveau her und vom Wasserlevel passt. Ja, da habe ich dann getestet. Das ist mir eigentlich hier zu grün wieder. Eigentlich geht es schon mehr so in die Richtung hier. So leicht bläulich. Aber es darf halt auch nicht zu stark sein. Deswegen muss ich halt jetzt erstmal überlegen, wie ich das auftragen möchte. Jetzt habe ich hier nochmal eine ganz dünne Version gemacht. Da habe ich auch überall Steine dann schon mit reingebaut. Mein Gott, man sieht es ja gar nicht, du Stümper. Da habe ich hier schon Steine mit reingebaut. Reingegossen quasi, dass ich mal eine Vorstellung habe, wie das wirkt. Und eigentlich geht es schon mehr so auch in die Richtung hier. Und ja, aber das ist halt auch noch ein Ticken zu grün. Jetzt habe ich hier mal einen ganz kleinen Guss gemacht. Also einen quasi, mein Gott, falsch schon. Bloß so ein bisschen. Und da wollte ich mal mit einer helleren Schicht drüber gehen und mit einer klaren Schicht dann nochmal, um zu sehen, ob das eine Tiefenwirkung erzeugt oder nicht. Ja, und so schaut es jetzt momentan aus. Das ist alles nicht so einfach. Aber bevor ich mir das Bachbett versaue und nochmal anfangen muss, habe ich lieber mal ein paar Tests gemacht. Genau, und jetzt machen wir weiter. So, jetzt wird's ernst. Jetzt habe ich hier mal meinen ersten Guss gemacht. Und da möchte ich jetzt eigentlich ganz dünn erstmal anfangen. Am besten wäre, wenn es mir den Boden so bedeckt, dass ich den Sand nicht mehr sehe. So. Und jetzt warte ich einfach mal ab. Schicht Nummer 1 ist trocken. Und jetzt habe ich hier schon die Schicht Nummer 2 gegossen. Und die habe ich, das ist kein Witz, heute Nacht im Traum schon mal gegossen. Und das habe ich alles genauso gemacht wie jetzt auch. Und dann dann bin ich weggegangen, weil ich was anderes gemacht habe. Und dann als ich wieder kam, war meine Landschaft komplett weg. und das Epoxidharz ist rechts und links beim Segment runtergelaufen. Hoffen wir, dass das heute im Real Life besser ist. Dass das quasi keine Prophezeiung war. So, das ist jetzt nur noch halb so stark wie das untere, dass ich ein bisschen Tiefe reinbekomme. So, da schütte ich jetzt den Rest auch noch rein. Anscheinend scheint nicht. Es sieht so aus, als würde mich das Ganze so ein bisschen unterbewusst fordern. So. Mein Traum hat sich nicht bewahrheitet, es ist nicht ausgelaufen.
Und wer sich jetzt immer fragt, warum es hier hinten in dem Bereich dunkler ist, das zeige ich dann nochmal bei der dritten Schicht jetzt, die ich jetzt gieße. Die ist jetzt genauso von der Tropfenzahl, also von der Farbe her, wie die Schicht Nummer 2, bloß dass es die doppelte Menge ist. Das gieße ich jetzt mal hier rein. So, der ist nicht mehr gut, der Pinsel. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das noch hier hinten mache, dass es ein bisschen Tiefe bekommt. Ich tropfe mal einen Tropfen Schwarz rein. Ganz gewöhnliches Airbrush Schwarz. Und verteile das dann schön, dass das quasi ein bisschen Tiefe erzeugt. Erstmal verrühre ich das hier so an Ort und Stelle. Und dann lassen wir das Ganze wieder trocknen. Schicht Nummer 4. Jetzt kommen wir dann langsam an die Oberkante hier hin. Ja, ich schätze mal morgen dann bei der letzten Schicht fließt schon. Gut. Jetzt ist die letzte Schicht, vorerst letzte Schicht. Also ich denke mal, dass es ab sofort ins Bachbett läuft, gegossen. Und jetzt werde ich die eigentlich letzte, ja, was heißt letzte Schicht? Es wird keine letzte Schicht im direkten erstmal geben. Jetzt muss ich schauen, was rumkommt. Jetzt gieße ich mal die nächste Schicht. Und dann muss ich nämlich aufpassen, dass mir das nämlich hier, wird es wahrscheinlich ein Becken nochmal geben und hier unten, dass mir das hier nicht alles zusammenläuft. Also ich muss das jetzt schön dosieren und dann schön verteilen und das wird ein bisschen tricky. Ich mache jetzt mal nochmal eine Portion und dann muss ich auch hier oben ran und genau, das schauen wir jetzt mal. Das war jetzt auch der letzte schwarze Punkt, den ich gemacht habe. Das ist mir jetzt schon fast so dunkel, da habe ich noch ein bisschen Glück gehabt. Ich wollte eigentlich gar nichts mehr machen, aber ich konnte es wieder mal nicht sein lassen. Schicht Nummer 5. Die hat jetzt die gleiche Farbe wie Schicht Nummer 4. Gieße ich jetzt mal nicht alles ran. Und schau mal, was das macht. Dann gieße ich hier mal ein bisschen ran. Ja, und hier sammelt es sich nämlich schon und unten sammelt sich es auch, genauso wie ich mir das ja nicht erhofft, aber wie ich es mir gedacht habe, sagen wir mal so. Und jetzt muss ich mir nämlich überlegen, wie ich das weitermache, weil ich habe mir ehrlich gesagt zwar schon Gedanken gemacht, aber irgendwie habe ich noch keine richtige Lösung gefunden, wie ich das ganze Problem mit der Neigung löse. Das Ganze ist jetzt schön getrocknet und es ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Also hier unten sammelt es sich und hier sammelt es sich. Das Problem ist halt, ich möchte eigentlich eine gewisse Grundfarbe haben. Ursprünglich hatte ich gedacht, ich mache das mit Harz, dass ich quasi eine Farbe habe und dann mit ja, so Gelzeug drüber, dass es so durchschimmert. Aber das Problem ist halt, dass mir das Harz immer runterfließt. Und da hatte ich jetzt schon 1, 2 Versuche, dass ich das quasi ein bisschen mit mehr Härter mache, aber dann wird die Verarbeitungszeit zwischen weichem Gießharz und aushärtendem Gießharz so kurz, dass ich es nicht verarbeiten kann, dass ich es nicht verarbeitet bekomme. Deswegen habe ich jetzt hier 2 Tests gemacht mit Water Effects oder Wassereffekte von Noch und mit, das ist das hier, also das ist das von Noch und das ist das von, was ich jetzt zeige, hier Green Stuff Splash Gel, das was ich schon oben am Wasserfall genommen habe. Und ja, ich brauche eigentlich bloß das, um eine Grundfarbe drauf zu bekommen. Ich möchte es nicht malen, das ist mir auch zu heikel. Ich probiere jetzt das hier aus und schau mal, was da rumkommt. So, jetzt habe ich mir mal aus dem Gel und den Farben ein bisschen was zusammengebraut. Das baller ich jetzt einfach rein.
So, und das mache ich jetzt überall an den Stellen, wo das Wasser läuft. So, mein Water Effect Gel ist jetzt getrocknet. So schaut es aus. Ich finde, das kommt dem schon recht nah. So man es dann wahrscheinlich nur noch so leicht durchschimmern sieht. Weil jetzt kommen die ganzen klaren Schichten oben drauf und das machen wir jetzt als nächstes. Fange ich jetzt mal mit einer an. Das ist jetzt die erste Schicht. Da muss ich mal schauen, was ich hier unten mache. Da werde ich so ein bisschen eine Verzögerung reinmachen. So, und dann lasse ich es trocknen. Das ist jetzt getrocknet. Ich muss die Schichten auf jeden Fall dünner machen. Das hat viel zu lang gedauert, bis das trocken war. Deswegen, ich mache das jetzt mal mit dem Water hier, mit dem hier. Weil das andere ist mir ausgegangen, quasi. Ich zeige es nochmal vernünftig. Und was ich jetzt hier auf jeden Fall machen werde, dünnere Schichten, lieber öfter. Ich glaube, da komme ich größer raus, als wenn ich, oder besser raus, wenn das schneller trocknet. Was ich jetzt in die Schicht mache, ist Watte einarbeiten. Da habe ich hier Watte, die ziehe ich jetzt ganz fein und platziere die da hin, wo ich sie hinhaben will. Lasse ich das mal hintrocknen. Und dann kommt da nochmal eine Schicht auf jeden Fall drüber. So, jetzt ist die Schicht getrocknet hier einigermaßen. Ich habe jetzt quasi nochmal so eine Gelschicht auf die Watte gemacht. So schaut es jetzt mal zwischenzeitlich aus. Werde ich aber wahrscheinlich nochmal eine drüber machen. Hier habe ich schon mal die Brücke eingesetzt. Die wird jetzt dann als nächstes eingeschottet. Da muss ich mir hier also die Brücke wird nicht eingeschottet, aber hier ab hier quasi wieder. Da muss ich mir dann für die Enden hier, für die Brückenköpfe irgendwas überlegen. Ich habe mir irgendwie gedacht, so Bleche oder so. Die Fangschiene ist reingekommen, das haben wir ja gesehen. Und hier am Basar geht es jetzt dann als nächstes weiter. Da kommt jetzt dann der Wasserfall rein. Und hier unten muss ich das Wasserlevel noch ein bisschen anheben, dass das quasi mit dem Ausfluss hier auf einer Höhe ist. Aber das werde ich jetzt im nächsten Teil dann alles abstimmen. Dann habe ich schon Bäume bestellt für den Wald und der hier außen rum kommt. Es wird ein Lärchenwald, nicht zu verwechseln mit einem Märchenwald. Genau, und besucht auch gerne mal meinen Zweitkanal, den H0-Bahner. Da bin ich gerade dabei mit dem Jackel, dass wir Gleise verlegen und verkabeln. Und ja, wird schon ganz cool, glaube ich. Also Kabel verlegen ist jetzt nicht so meins, aber gehört halt dazu und das schaut insgesamt ganz cool aus. Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.